Heute zeige ich dir, wie du diesen leckeren getränkten Zitronenkuchen machen kannst und damit herzlich willkommen bei Snackstuff kocht. Wir brauchen 200 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 4 Eier Größe M, 250 Gramm Mehl, 2 gehäufte Teelöffel Backpulver, außerdem einen viertelten Teelöffel Salz, eine Packung Puderzucker und außerdem noch 2 Bio-Zitronen und eine Orange oder eine weitere Zitrone statt der Orange. Ich habe hier eine 28 cm Springbackform verwendet und habe sie mit Butter ausgestrichen. Man kann hier natürlich auch eine 26 cm oder eine 23 cm Form nehmen, dann wird der Kuchen halt einfach ein bisschen höher. Wir legen die Form außerdem noch mit Backpapier aus und damit man dann hier schnell und einfach das Papier auf die Größe der Form zuschneiden kann, legt man einfach das Papier oben drüber, drückt es einmal über den Rand und dann hat man schon so einen Abdruck auf dem Papier und weiß ungefähr, wo man lang schneiden muss. So ganz genau muss es auch nicht passen, aber wenn es ungefähr die Form hat, dann ist das schon ganz angenehm. Dann brauchen wir noch 2 schmale Streifen, die geben wir dann hier an den Rand dran. Oben der Überschuss, der wird einfach abgeschnitten. Und wenn an irgendeiner Stelle das Papier nicht so gut haftet, dann schmiert man da einfach noch ein bisschen Butter hin und dann hält das wunderbar. Sobald wir das dann vorbereitet haben, können wir dann uns auch schon um den Teig kümmern. Dafür geben wir dann die 200 Gramm in Würfel geschnittene Butter auf Zimmertemperatur, also schön weich, zusammen mit den Eiern, die auch auf Zimmertemperatur gebracht wurden, also für ein paar Stunden vorher einfach rauslegen oder am Abend vorher. Und außerdem geben wir noch den Zucker dazu und das Ganze wird dann schön schaumig geschlagen. Das dauert dann ca. 5 Minuten. Man kann natürlich auch mit dem Handrührgerät hier arbeiten, das muss jetzt also keine Küchenmaschine sein. Wir sieben das Mehl zusammen mit dem Backpulver durch. Das machen wir einfach, damit wir keine Klümpchen in unserem Mehl, also in unserem Teig dann später haben. Außerdem geben wir noch den Abrieb von 1 bis 2 Zitronen dazu. Das kommt darauf an, wie groß die Zitronen sind oder ja, wie viele Stellen der Zitrone man für den Abrieb verwenden kann, weil da würde ich immer nur die schönen gelben Stellen und nicht die grünen nehmen. Und ich würde auch, wenn die Zitrone an manchen Stellen vernarbt ist, würde ich das auch nicht verwenden. Also kann es schon sein, dass man den Abrieb dann von 2 Zitronen braucht. Wir haben jetzt das Backpulver und das Mehl haben wir dann auch noch integriert in unseren Teig, indem wir einfach noch ein bisschen weiter gerührt haben, aber nicht zu lang, einfach nochmal so 20 Sekunden würde ich sagen, dann ist das Mehl schön integriert und wir haben eine homogene Masse, aber der Teig ist dann auch nicht überschlagen. So, wir geben den Teig jetzt in unsere Form und dann wird nochmal schön glatt gestrichen und der Teig kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 35 bis 45 Minuten. Das kommt dann auf deinen Ofen an. Einfach mal zwischendurch die Stäbchenprobe machen. Was wir hier jetzt noch vorbereiten, sind 110 Milliliter Zitronensaft. Das war einfach der Saft von drei Zitronen. Von 3 kleineren und nicht so saftigen Zitronen, muss ich dazu sagen. Also wenn du saftige und große hast, dann reichen wahrscheinlich auch 2. Zusammen mit 125 Gramm Puderzucker vermischt. Und wenn wir jetzt den Kuchen aus unserem Ofen holen und der ist noch richtig schön warm, dann stechen wir ihn sofort ein mit einem Stäbchen oder mit einer Gabel. Richtig, wirklich überall ein schönes tiefes Loch hineinstechen, sodass dann der Zucker-Zitronensaftsud später richtig schön in den Kuchen einziehen kann und der ganze Kuchen schön zitronig und auch saftig ist. Gut verteilen. Man sollte aufpassen, dass der Saft jetzt nicht dorthin rennt, wo die tiefste Stelle ist, also dass man am Ende irgendwie die ganze Feuchtigkeit in der Mitte hat oder am Rand, also einfach an den höheren Stellen ein bisschen langsamer den Sud verteilen, sodass es eben überall einziehen kann. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann kommt einfach eine Klarsichtfolie nochmal über den Kuchen und dann kann er über Nacht im Kühlschrank oder draußen, je nach Temperatur, einfach nochmal durchziehen. Man kann ihn natürlich auch am gleichen Tag essen, aber ich würde ihm schon diese Zeit zum Durchziehen geben. So sieht er dann aus, wenn man ihn mit Puderzucker bestäubt. Ich hatte nämlich nicht mehr so viel Zeit. Ich habe nämlich hier so eine ganze ein ganzes Kuchenbuffet gemacht, deswegen hatte ich die Zeit für den Zuckerguss nicht mehr. Aber wer den machen möchte, nimmt einfach 100 Gramm Puderzucker und vermischt ihn nochmal mit 2 Esslöffel Zitronensaft
gibt das Ganze dann schön über den Kuchen und lässt es nochmal 1, 2, 3 Stunden antrocknen und dann ist der Kuchen auch fertig. Viel Spaß beim Nachbacken, lasst ihn euch schmecken und schreibt mir bitte in die Kommentare, wie es geschmeckt hat und wie ihr das Video fandet. Bis zum nächsten Mal, ciao!